Boah Leute, ich sag's euch, ich war eben so richtig wütend. Guten Morgen. Wir haben gerade Kaffee aufs Haus bekommen. So lässt es sich doch super in den Tag starten. Ja, wir sind heute Morgen wirklich so schön in den Tag gestartet. Das war so eine richtig mystische Stimmung, weil überall war der Nebel. Man konnte die Weinberge sehen und dahinter war alles irgendwie vor so einer Nebelwand. Auch der Traktor, der hat rot geleuchtet und direkt dahinter der ganze Nebel. Das sah so richtig schön aus und es war einfach so richtig ruhig. Und die machen hier nicht nur Wein, sondern die haben halt, was ich richtig geil finde, zur Selbstversorgung auch einen wunderschönen Garten. Es ist einfach so krass, aus dem Garten siehst du Spitzen der Pyrenäen, du stehst da unter Palmen, je nachdem wo du bist, die Hühner laufen da rum. Es ist einfach richtig, richtig schön. Die sind einfach so süß und nett und wirklich sehr, sehr herzlich und offen. Heute gab es den Kaffee, wir können hier die Dusche benutzen, wenn wir wollen. Wir können hier einfach mit dem Van stehen. Die letzten Tage nach der Lese wurde extra riesengroß und fett ein 3-Gänge-Menü für alle gekocht. Das ist schon ziemlich nice und wir haben 2 kleine Töchter, die sind auch beide so süß. Und die haben auch Kühe und Schweine. Die machen damit nämlich auch Milch und Milchprodukte. Also Joghurt machen die damit. Und wir haben auch wann war das? Am ersten Tag haben wir auch diesen selbstgemachten Joghurt bekommen als Nachtisch. Und der war auch richtig brutal lecker. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so einen leckeren Joghurt gegessen habe. Jetzt mit dem Kaffee, so kann es weitergehen. Gehen wir gleich mal ein bisschen in die Weinberge. Ich glaube, die Sonne kommt dann gleich auch da raus durch den Nebel. Aber mal sehen, wie es wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Tag heute. So, wir haben die ersten Tage bei der Weinlese überstanden. Es war auf jeden Fall eine richtig geile Arbeit und eine geile Erfahrung. Und ja, da sind viele, viele nette Menschen. Wir wurden mega gastfreundlich bewirtschaftet, kann man schon sagen. Es gab immer mittags ein gemeinsames Essen. Und ja, da es jetzt geregnet hatte, gestern, haben wir jetzt kurzerhand entschieden, weil die Weinlese jetzt erstmal auf Eis gelegt ist, dass wir ins Meer fahren. Ja, so machen wir es. Wir haben quasi jetzt ein langes Wochenende und wir haben uns gefragt, was wir machen. Und ich habe auf jeden Fall Bock, noch was zu sehen und zu erleben und deswegen düsen wir jetzt ans Meer. Ich habe auch mal auf Google Maps geguckt, das ist ungefähr, ja, ohne Maut 1,5 Stunden, mit Maut so 2 Stunden 10, 2 Stunden 20 entfernt. Gut, man muss dazu sagen, ein Franzose, der von hier kommt, meinte, man ist in 45 Minuten oder 40 Minuten am Meer. Wahrscheinlich klappt das nur mit einem südfranzösischen Bleifuß. Ja,
Trotzdem habe ich mega Bock auf Salz auf meiner Haut und einfach ein bisschen frische Meeresbrise. Deswegen düsen wir jetzt. Wir machen jetzt eine kleine Sport- und Kaffeepause, aber natürlich erstmal den Kaffee. Das war doch geil. Jetzt können wir schön gestärkt und aufgepumpt ans Meer weiterfahren. Hier ist sogar eine Wasserstelle. Da machen wir gleich noch Kanister voll. Wir sind in 10 Minuten da und ich kann das Meer schon förmlich riechen. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, hier hinzufahren, glaube ich. Vor allem am Meer sind es immer noch 25 Grad die Tage. Also wir werden schon davon profitieren. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal geparkt. Es ist richtig viel los. Hier sind noch richtig viele Surfer unterwegs. Und ja, wir sind jetzt auf jeden Fall perfekt zum Sonnenuntergang angekommen. So, wir haben es geschafft. Yay. Ein Sonnenuntergang am Meer. Deutsches Bier am französischen Atlantik. Und es war echt ein geiler Tag. Vor allem, ich genieße es so, diese Aussicht zu haben mit diesem Weitblick und dem Meeresrauschen bzw. dem Muster auf den Wellen. Und dieses Floating, das ist einfach richtig angenehm für mein Auge. Und dann noch mit dem Abendlicht. Brutal, sage ich euch. Ja, es ist zwar ein bisschen schade, dass die Sonne hinter dieser Bucht untergeht, aber trotzdem ist der Himmel in so schönen Farben. Es sind so voll die schönen Pastelltöne und ja, es sieht mega, mega schön aus. Es ist richtig lebendig hier, voll viele Leute schauen sich hier den Sonnenuntergang an und manche gehen noch baden. Wir werden auf jeden Fall den Rest des Abends die Kamera weglegen und ja, die letzten hellen Stunden genießen. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Bis morgen.
Guten Morgen. Meeresluft am Morgen. Wir stehen hier einfach auf so einem random Parkplatz, schräg gegenüber von einem Hotel. Aber die Luft ist richtig geil. Hinter uns ist so eine riesen Steinwand. Und direkt hier hinter ist das Meer. Da stehen auch noch ein paar andere Wohnmobile. Und es riecht echt richtig gut. Ich habe so gut gepennt. Aber ich bin jetzt hungrig. Wir bereiten mal schnell ein Frühstück vor. Wir haben heute einen ganz besonderen Platz zum Frühstücken. Wie geil deine Brote immer aussehen. Wer kann, der kann. Es ist gerade so entspannt, hier zu sitzen, aufs Meer zu gucken. Und ja, ich merke gerade richtig, wie ich runterkomme und wie gut mir das gerade tut. Und es war auf jeden Fall die beste Entscheidung, spontan hier hinzufahren. Morgen geht es nämlich weiter mit der Weinlese und es war irgendwie das perfekte Wochenende. Und da sieht man einfach wieder, dass man es selber in der Hand hat, wie man seine Freizeit gestaltet und ja, wie man seine Freiheiten gestaltet. Apropos Freiheit, ich finde es echt geil, dass wir einfach uns die Freiheit nehmen, dass wir einfach an so einem schönen Ort wie hier frühstücken können. Ja. Und ich denke, das beginnt im Kleinen, ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt auch zurückdenke, wie das früher war. Ich bin auf die Idee gekommen, dass wir mal irgendwo hinfahren und schön Picknick machen oder so. Gut, wir haben im Sommer manchmal im Garten gefrühstückt, das war auch ziemlich geil. Aber jetzt haben wir halt wirklich das Glück, dass wir uns einfach mit unserem Zuhause hier direkt 50 Meter nebendran stellen können. Und unser Frühstück einfach mal in einer Tüte gepackt hier ausbreiten. Das ist schon einfach geil und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir gerade diese Freiheit leben dürfen. Ab geht's. Anna hat eine kleine Wanderung rausgesucht und ich freue mich schon, mich ein bisschen zu bewegen. Da hat einer auf jeden Fall besonders Spaß. Wir sind hier auf jeden Fall in Biarritz. Biarritz. Und es stehen auf jeden Fall richtig krasse, schöne Häuser hier. Und alle haben gefühlt Aussicht aufs Meer. Es ist schon wunderschön. Vor allem, das ist so ein Mix aus Fachwerkhäusern und Steinhäusern. Und ich wusste gar nicht, dass hier so viele Fachwerkhäuser vertreten sind. Ist auf jeden Fall sehr schön hier. Sehr sehenswert auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass wir in der Nebensaison da sind, weil es ist halt wirklich nicht überlaufen. Und ja, man hat seine Ruhe. Ja, man kann in Ruhe filmen, alles in Ruhe aufnehmen, ohne so übelst die Menschenmengen hier zu haben. Und ja, toll. Einfach nur toll.
Wir sind auf dem Rückweg. Und es gibt erstmal einen gesunden Snack. Ist das Deko oder kann das weg? Ich glaube, es kann weg. Boah Leute, ich sag's euch. Ich war eben so richtig wütend. Einerseits auf so einen Typen, aber andererseits auch auf mich. Die Situation war folgende. Wir gehen an der Strandpromenade entlang und ein Typ, der sah eigentlich ganz normal gekleidet aus, der hat einfach mit seinem Handy sehr nah rangezoomt, irgendwelche Ärsche fotografiert oder gefilmt. Auf jeden Fall bin ich richtig wütend auf Männer und schäme mich auch ein bisschen. Und war auch wütend auf mich selber, weil ich einfach nichts gemacht habe. Aber meine Traumfrau ist wenigstens da hingegangen, hat ihn angetippt, hat gesagt no, no und hat ihm zu verstehen gegeben, dass das halt nicht geht. Aber echt Katastrophe. Also wo leben wir denn, dass man nachmittags irgendwo da an der Promenade sitzt und einfach irgendwelche Ärsche abfilmt oder abfotografiert. Also keine Ahnung, da schäme ich mich wirklich für alle Männer, die es gibt und die irgendwie so eine Scheiße machen. Auf jeden Fall fand ich es richtig stark, dass du da hingegangen bist und No gesagt hast. Ich weiß halt auch nicht, wie man da korrekt reagiert bei so einer Situation. Ich glaube, eigentlich müsste man sogar die Polizei rufen, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal so eine Situation hattet oder was die richtige Lösung wäre, wie man mit so einer Situation umgeht. Wie siehst du das? Einfach nur Wut, oder? So eine Situation wirft halt echt irgendwie einen Schatten über den gesamten schönen Tag, den wir bis jetzt hatten. Ja. Wahrscheinlich nur aus dem Grund, weil der Typ selber ein Problem hat mit irgendwas in seinem Leben. Na klar, hat ja jeder seine Und Geschichte. sich wahrscheinlich selber nicht wertschätzt. Wie sieht's aus, sollen wir weitergehen? Ja. So, wir sind wieder zurück am Bus. Ich mache jetzt gerade einen leckeren Salat für uns. Denn eine Sache, was auch ganz wichtig ist, dass wir zwar aktuell, dadurch, dass wir reisen, sehr viel Freiheit haben, aber ich finde, die richtige Freiheit, die steckt halt jetzt nicht zwingend direkt in unserer Reise. Natürlich spielt das auch für uns eine große Rolle. Aber ich finde, die Freiheit steckt eher in unseren einzelnen Gewohnheiten. Und wir haben zum Beispiel die Gewohnheit, dass wir einfach immer sehr viel Obst und Gemüse essen und mindestens einmal am Tag wirklich uns frisches, leckeres Essen zubereiten. Und generell haben wir uns auch angewöhnt über die Jahre, dass wir, bevor wir irgendwas Deftiges essen, wenn es geht, immer ein bisschen Rohkost essen können. Das klappt zwar nicht immer, aber ganz oft bei Restaurants gibt es ja auch einen Beilagensalat. Jetzt habe ich es. Und wenn man den vorher isst, kann der Körper natürlich sich schon mal auf das fettige und deftige Essen einstellen. Und die Vitamine von der Rohkost, die können halt viel besser verwertet werden. Das heißt allgemein, dass der Magen-Darm-Trakt besser funktioniert und der Körper so mehr Vitamine aufnehmen kann. Naja, auf jeden Fall steckt die Freiheit in all unseren Gewohnheiten, was wir machen. Ne? Vor allem in die Zeit, die wir uns selber nehmen. Sei es zum Beispiel, wie heute Morgen das Anna Face Yoga gemacht hat. Oder dass ich heute Morgen so ein paar Gymnastikübungen gemacht habe und mich gestreckt habe. Gesunde Ernährung, aber auch ganz wichtig die Bewegung und vielleicht noch viel wichtiger ist Me-Time. Das heißt, dass wir wirklich Zeit haben, wo wir Dinge tun, die wir einfach sehr gerne tun und auch Zeit genug haben, um zu reflektieren oder auch um uns auszuruhen. Wir haben hier auf jeden Fall Lupinen gefunden und ich finde, Lupinen sind ultra krass. Die haben einfach fast 16 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Das heißt, das ganze Glas, 550 Gramm, sind locker 80 Gramm Eiweiß. Also für alle, die eventuell auch nach pflanzlichen Eiweißquellen suchen, Lupinen. Ist geil. So, die letzten Stunden am Meer haben geschlagen. Wir haben uns eben nochmal so richtig schön abendlich verabschiedet und nochmal alles aufgesaugt. Denn Wir fahren jetzt wieder zurück.
Und morgen können wir oder dürfen wir wieder ein bisschen arbeiten. Schnipp, schnapp, Träubchen Schnipp, ab. schnapp, Träubchen ab und Sip, Sap, Weinchen runter. Wie ihr merkt, die Stimmung ist gut. Habt ihr schon meine sexy Friese gesehen? Die ist geil. Die ist sehr geil, du. Ja, es war auf jeden Fall jetzt gerade nochmal richtig schön am Meer. Es war zwar schon ein bisschen kalt, also der Wind. Und ja, irgendwie waren die ganze Zeit Wolken vor der Sonne. Aber trotzdem konnten wir gerade nochmal richtig schön und tief durchatmen. Yes. Und ja, wir müssen jetzt noch ungefähr 1,5 Stündchen fahren. Und hier gibt es einen richtig krassen Künstler und richtig geile Live-Musik. Zeige ich das gerade mal kurz. None of them could I take my place. Big up myself to the top. You know we paper hot. Mashed up the guns, we no flop. Boom! I try to move intelligently. Yeah! I make my music differently. Woo! Big up Anthony, big up Mrs. Mousy. Yeah! I put my voice on a good frequency. Woo! Cause life is sweet like a box of candy. So, wir sind wieder zurück auf unserem Stellplatz auf dem Bauernhof in der Nähe von Luc de Bern. Die Autofahrt war auf jeden Fall sehr entspannt. In diesem Video ging es darum, wie wir uns selbst die Freiheit geben können. Und das entsteht tatsächlich immer im Kleinen, Schritt für Schritt, durch unsere eigenen Gewohnheiten. Nächste Woche werden wir dich auf jeden Fall wieder mitnehmen und werden zeigen, wie wir gesund kochen. Eventuell auch, wie wir gesund backen. Bleib gerne am Ball. Abonniere gerne den Kanal. Like und teile gern das Video. Und ich würde sagen, ciao und bis spätestens nächsten Sonntag.